Heute, wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es um einen Paintjob für meine G&G RK74 CQB. Die seht ihr hier, die ist eigentlich schon komplett vorbereitet. Was braucht ihr jetzt alles für euren Paintjob? Ihr braucht Farbe. Hier habe ich die C4 Farbe von airsoftzone.at. Mit der probiere ich das heute. Ich mache das auch zum allerersten Mal, so ein Paintjob. Also hier mal die Farbe. Das ist so ein braun, grün, beige, sowas in die Richtung. Als nächstes braucht ihr einen Fetzen, ein Tuch, könnt auch Papier nehmen, allerdings fusselt das immer. Das verwendet ihr dann, um den Used Look zu erzeugen, um das zu verreiben oder runterzuwischen. Als nächstes braucht ihr noch Unterlagen, Prospekte, Hefte, irgendein Papier, damit ihr halt nicht den Boden komplett versaut, damit ihr was habt zum Ablegen. Zu guter Letzt braucht ihr dann noch irgendein Lösemittel, das ihr verwenden könnt, um dann die Farbe wieder runterzureiben und diesen Used Look zu erzeugen. Ich habe hier jetzt Wundbenzin, das sollte man in jeder Apotheke bekommen. Dieses Fläschchen hat 5 € gekostet. Ich habe aber sowieso noch was von dem daheim gehabt. Normalerweise verwendet man für sowas Aceton. Ich habe ausprobiert, Wundbenzin funktioniert auch. Ansonsten kauft ihr einfach im Baumarkt oder das Aceton oder wenn ihr es daheim habt. Normalerweise sollten Nagellackentferner auch funktionieren, aber nur wenn sie acetonhaltig sind. Es gibt nämlich schon sehr viele, die acetonfrei sind. Ich habe nachgeschaut, meine Freundin hat leider nur acetonfreien Nagellackentferner. Und jetzt aktuell in Corona-Zeiten habe ich auch ausprobiert, wie das ist mit Desinfektionsmittel, also alkoholhaltigen Desinfektionsmittel, kein Schleimhautdesinfektionsmittel. Das funktioniert leider auch nicht. Also es funktioniert sehr, 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 sehr schlecht. Also mit dem Wundbenzin funktioniert es. So, wir wollen jetzt diesen Used Look haben. Wichtig ist, bevor ihr lackiert, natürlich, dass ihr mal Probe probiert. Ich habe hier von meiner Crytek Trident MK2 SPR den Flash Highlighter. Das ist eigentlich eine ziemliche Frechheit, dass da ein Kunststoff-Flash Highlighter dabei war. Den werde ich wahrscheinlich nirgendwo verwenden. Also habe ich mir gedacht, probiere ich es mal auf dem. Ich habe gestern ein bisschen raufgesprüht mit der Farbe. Schaut schon mal von der Farbe her ziemlich gut aus. Also das ist eigentlich ziemlich so, ja, das, was ich eigentlich gern hätte von der Farbe her. Und habe dann angefangen, zuerst mit Desinfektionsmittel, das hat eben nicht gut funktioniert, und dann mit dem Wundbenzin runter zu reiben. Und es hat schon einen ziemlich coolen Look, also schaut schon, finde ich, ziemlich cool aus. Also wie gesagt, probiert das zuerst auf einem Stück vor, ob euch die Farbe gefällt, ob euch die Technik, ob ihr das so machen könnt mit eurem Aceton oder was auch immer ihr habt, ob der Lack dadurch gelöst wird. Probiert es einfach mal aus. Als letztes brauchen wir natürlich noch die Waffe. Die muss jetzt speziell vorbereitet sein. Ich habe hier eben jetzt mal alles abgeklebt, was nicht angesprüht werden soll. Also, ich habe hier den Griff, den will ich halt nicht absprühen oder ansprühen. Dann habe ich hier hinten die Gummifläche am Stock, die hätte ich auch noch gern normal schwarz. Und dann ist es halt wichtig, dass ihr schaut, dass nichts in die Waffe reinkommt. Das heißt, ich habe vorne den Lauf abgeklebt, ich habe den Abzug hier abgeklebt und habe hier innen drinnen auf beiden Seiten, weil es bei der AK hier so ein Loch ist, auch noch Klebeband reingetan, damit die Gearbox nicht voll wird. Wichtig ist, dass halt in die Internes kein Lack reinkommt, also keine Farbe. Ich habe auch den Magazinschacht auf der Unterseite abgeklebt, damit es hier später keine Feeding-Probleme gibt und nichts in die Hop-Up-Kammer reingelangt. Und was ich euch weiters noch einen Tipp geben kann, ist, dass ihr alle Markings abklebt, die ihr behalten wollt, vor allem in Deutschland die F-Kennzeichnung oder das 0,5 Joule, die eingravierte oder aufgeklebte Stück, das sollte auf jeden Fall noch sichtbar bleiben, sonst ist diese Waffe in Deutschland nämlich illegal. Ich habe mich dazu entschlossen, hier die Seriennummer, das G1906 bla bla bla, nicht anzusprühen, sowie hier dieses kleine G&G Logo. Habe ich alles schon abgeklebt, seht ihr jetzt nicht. Auch bei den Externals müsst ihr schauen, was ihr abkleben wollt. Also bei Optiken natürlich ist klar, dass ihr vorn und hinten die Optik abklebt, damit ihr noch immer was durchseht. Und weiters ist es wichtig, dass ihr hier die Einstellungsmöglichkeiten abklebt, damit nicht die ganzen Verstellmarkings weg sind, weil es wäre blöd, wenn ihr nicht wisst, in welche Richtung ihr drehen müsst, um den Punkt weiter rauf, runter, rechts oder links zu verdrehen. Deswegen ganz wichtig, die auch abkleben. Jetzt könnt ihr euch das natürlich aussuchen, ob ihr die Waffe im Ganzen ansprühen wollt oder ob ihr alles extra machen wollt. Ich habe hier noch bei diesem Schalldämpfer, den habe ich auch vorne zugemacht und hinten zugemacht. Hier sind auch noch Markings drauf. Jetzt könnt ihr euch das aussuchen, ob ihr die Waffe im Kompletten lackieren wollt oder ob ihr die Teile einzeln lackieren wollt. Ich werde es so machen, dass ich die Teile einzeln lackiere. Das heißt, ich mache das Red Dot ab, mache das extra, dann mache ich den Schalldämpfer extra, die Lampe montiere ich ab und ich werde diese Rails hier auch abmontieren und extra lackieren. Das Ganze hat bei mir den Grund, also damit, wenn ich mal die Optik runternehme, da nicht so ein freier Fleck ist. Muss jeder selbst entscheiden, ob er es im zusammengebauten oder im zerlegten Zustand lackieren will.
Ich persönlich mache es halt im zerlegten Zustand. Als nächstes, ihr könnt natürlich auch gern das Magazin markieren. Natürlich nicht vergessen, hier oben abkleben und alle anderen Markings, die ihr haben wollt, auch abkleben. Ich persönlich werde das Magazin jetzt einfach mal so lassen. Ich kann es immer noch nachlackieren. Bevor ihr natürlich jetzt beginnt zu lackieren, würde ich euch empfehlen, vor allem wenn ihr mit der Waffe schon ein paar Mal gespielt habt, dass ihr den Dreck etwas runterwischt, weil dann hält die Farbe besser. Also so wenn so Staub oder Dreckstücke oben sind, da hält natürlich die Farbe nicht drauf. Gut, jetzt werde ich auf meinen Balkon rausgehen, alles aufbreiten und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir hier draußen. Wichtig ist, Farbe gut schütteln vom Gebrauch, das ist eh klar. Und ich hoffe, man versteht mich, es ist nämlich relativ windig draußen und man hört ein bisschen die Straße. Aber ja, jetzt geht ihr über die Waffe, schaut, dass ihr einen gewissen Abstand habt und macht solche Pendelbewegungen, so wie Streifen über diese Waffe. Und dann, naja, wohin wir es aus? Ich weiß es selber nicht so genau. Jetzt haben wir hier die Waffe. Die ist jetzt mal lackiert. Ich werde jetzt dann noch die anderen ganzen Kleinteile hier machen. Hier werde ich jetzt die Waffe hier etwas versetzen. Die Waffe dann auf einer Seite mal ein bisschen trocknen lassen und dann die andere Seite erst machen. Dadurch, dass ich so einen Used Look oder dass ich ja diesen Used Look machen will, schaue ich, dass ich es nicht ganz deckend mache. Also wenn man das hier sieht, hier ist es nicht hundertprozentig deckend gemacht. Das Ganze liegt eben daran, dass ich eben so einen Used Look haben will. Das schaut ja jetzt schon mal ganz gut aus. Ich lasse das Ganze jetzt mal ein bisschen trocknen und schaue, wo ich dann noch nachsprühen muss. Natürlich die Waffe muss ich noch umdrehen und auf der zweiten Seite machen. Und bei den anderen Teilen, da werde ich noch ein bisschen warten und schauen, ob ich noch irgendwo ein paar kleine Stellen vergessen habe. Die werde ich dann natürlich noch nachlackieren. So, nach circa 20 Minuten ist das Ganze, die Farbe so ein bisschen angetrocknet. Ist eigentlich so halbwegs grifffest, ist halt noch nicht komplett trocken. Also wenn man jetzt da so drauf, also für es wirklich fest in die Hand nehmen würde, würde man schon noch voll werden damit. Also ich überprüfe jetzt mal überall, ob mir das passt, wie es lackiert ist. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin bis jetzt. So, jetzt sind wir wieder zurück drinnen. Ich habe jetzt hier die Waffe eine gute Stunde trocknen lassen. Es fühlt sich eigentlich, also es kommt nichts mehr ab, sagen wir mal so. Es ist vielleicht noch nicht ganz durchgetrocknet, aber das ist jetzt nicht so schlimm für den nächsten Schritt, der jetzt kommt. Und zwar ist es jetzt natürlich, diesen Used Look zu kreieren. Jetzt haben wir natürlich eine sehr schöne Oberfläche eigentlich, teilweise ist er natürlich Stellen, wo die Farbe nicht ganz oben ist, passt eigentlich für mich hier perfekt. Den Griff habe ich freigelassen, die Buffer-Tube hinten auch. Das schaut, finde ich, ganz cool aus so. Habe ja auch diese Markings, die man hier sieht, freigelassen. Das, finde ich, macht auch einen ganz guten Touch. Und habe auch schon begonnen, hier diesen Griff, ich hoffe, man kann es sehen, ein bisschen zu bearbeiten. Also ich habe mit dem Wundbenzin, bin drüber gegangen und dem Fetzen hier und habe diesen Griff hier langsam bearbeitet.
Ich muss sagen, ich glaube, dass es mit Aceton definitiv leichter gehen würde. Aber mit dem Mundbenzin, es geht ein bisschen schwer manchmal. Also ich glaube, dass das Aceton dann noch besser ist. Sollte aber trotzdem hinhauen mit dem Ganzen und ihr macht das am besten so, wenn ihr das machen wollt. Ich nehme jetzt da eine Ecke von dem Ding, von dem Geschirrtuch. Nehme dann hier zum Beispiel den Schalldämpfer daher. Nimm dann etwas von dem Mundbenzin. Jetzt ist es etwas viel gewesen. Wieder zumacht sofort. Und dann könnt ihr anfangen an den Ecken, wo ihr meint, dass die Waffe Schrammen abbekommt, wo der Lack irgendwann runtergeht. Also an den Kanten hier vorne. Einfach etwas reiben und die so runterreiben, die Farbe. Reibt ihr das ja alles so runter. Wichtig ist, ihr könnt am besten die Waffe in die Hand nehmen und mal einfach so greifen und fühlen und schauen, wenn ihr sie in die Hand nehmt oder wenn ihr sie irgendwo hinlegt, an welchen Stellen sie aufkommt. Das sind nämlich auch die Stellen, die ihr jetzt im Nachhinein nachbearbeiten müsst, so dass eben dann der Lack dort runter geht, damit halt dieser Used Look möglichst authentisch rüberkommt. Ja, und das war es jetzt auch schon mit diesem kleinen Paintjob-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich. Kann ich echt empfehlen, Aceton zu nehmen und nicht Mundbenzin. Das geht zwar damit auch, aber mit Aceton geht es wesentlich besser. Schaut halt, dass die Farbe nicht in irgendwelche Internals reinkommt, sprich nicht zum Zylinder, nicht in den Mac Release oder in den Lauf. Das ist das einzig Wichtige, auf was ihr achten müsst, dass ihr halt euch die Optik nicht verhaut. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zusehen. Ich melde mich ab. Ciao.